Hi, mein Name ist Sebastian und ich brauche heute mit euch zusammen ein Düsseldorfer Altbier. Der heutige Brautag enthält für mich gleich 3 Premieren und es ist deshalb besonders spannend. Nämlich zum einen werde ich statt meinem gewöhnlichen einstufigen Infusionsverfahren der Kombi-Rast, die ich ja normalerweise benutze, weil die für mich sehr bequem ist, ein mehrstufiges Infusionsverfahren benutzen und ich bin gespannt, wie sich das am Ende auf das Bier auswirkt. Zweitens werde ich zum ersten Mal ein Düsseldorfer Altbier brauen, da bin ich auch echt gespannt drauf. Und drittens habe ich zu Weihnachten ein neues digitales Refraktometer von Milwaukee geschenkt bekommen. Und das werde ich heute zum ersten Mal im Brautag live im Einsatz haben und bin einfach auch da gespannt, wie ich damit zurechtkomme. Beim Rezept habe ich mich orientiert an einem Rezept eines anderen Düsseldorfer Hobbybrauers mit schon relativ viel Erfahrung, der das netterweise in der Facebook-Gruppe geteilt hatte mit uns. Blende ich euch hier mit im Bildschirm ein und das Rezept in der Brewfather App werde ich hier auch wieder veröffentlichen und dann könnt ihr euch das dort auch nochmal in Ruhe ansehen. Also ein paar Dinge habe ich tatsächlich geändert. Zum einen, dass ich als Röst- oder dunkles Malz ein Chocolate Malz gewählt habe. Das ist auch ganz gut, denn das ist bei mir schon in der Gesamtschüttung mit drin und ich kann es nicht so wie im Originalrezept erst zum Ende der Maische hinzugeben. Ich denke, bei Chocolate Malt, das ist dann ein bisschen dann nicht so aggressiv. Insofern wird das hier schon klar gehen. Zum anderen werde ich statt wie im Originalrezept als Vorderwürze oder Bitterhopfen nicht den Hallertau, sondern eher ein Arbeitstier benutzen, nämlich Herkules. Das hat ein bisschen höheren Alpha-Säuregehalt und insofern brauche ich dann auch nicht ganz so viel davon. Mein Wasser habe ich angepasst an das Düsseldorfer Leitungswasser, was hier als Profil in der Brewfather App schon hinterlegt ist und mir dadurch automatisch die Wasserzugaben dann auch anhand dessen ausrechnen konnte, was ganz praktisch ist. Als Maischeprofil, wie schon gesagt, werde ich ein mehrstufiges Infusionsverfahren nutzen, werde hierbei die erste Rast bei 55 Grad halten für 10 Minuten, die zweite Rast bei 64 Grad für 60 Minuten oder bis jodneutral und dann die dritte Rast bei 72 Grad für 20 Minuten und dann ist geplant bei 75 Grad abzumaischen. Für die Vergärung benutze ich die OGA 9 von Gottsdava. Ich habe über diese Hefe schon einige Erfahrungsberichte gelesen, bei denen die Hefe nicht angekommen ist oder den gewünschten Endvergärungsgrad nicht erreicht hat. Insofern ist auch das heute für mich ein bisschen ein Experiment. Genau, vergären werde ich das Ganze für knapp 2 Wochen. Eine Woche bei 14 Grad und dann werde ich die Temperatur nochmal langsam anheben. 3 Tage 16 Grad, 3 Tage 17 Grad und werde schauen, wo ich dann am Ende damit lande. Wie gesagt, viele Neuerungen, viele Änderungen. Ich hoffe, dass alles glatt geht. Die Einmaisch-Temperatur habe ich hinten schon erreicht. Insofern können wir direkt loslegen und meine Schüttung dazugeben. Und dann werde ich die erste Rast, wie gesagt, bei 55 Grad halten für 10 Minuten. Also, lasst uns loslegen. Let's go!
So, wie ihr jetzt schon im Hintergrund sehen könnt, das Ganze ist eingemeischt. Ich habe die Schläuche angeschlossen, die Rezirkulation läuft und die erste Rasttemperatur von 55 Grad habe ich an meinem Controller auch eingestellt. Jetzt kann eigentlich nichts mehr schief gehen, würde ich sagen. Das heißt, ich kann in rund 10 Minuten wiederkommen und die nächste Rasttemperatur hinter mir am Controller einstellen. A little longer than a few minutes later. So, meine zweite Rast bei 64 Grad. Ich habe die Temperatur nochmal korrigiert von 63 Grad. Ist jetzt soweit auch durch. 60 Minuten sind um. Die Zeit habe ich genutzt, um meine Hopfengaben abzuwiegen. 3 verschiedene Hopfengaben. Und außerdem habe ich schon mal mein neues Refraktometer geholt. Und das werden wir jetzt mal ausprobieren, wie das funktioniert. Und wir werden natürlich sehen, ob ich meine Stammwürze vor Kochen erreicht habe. Dann weiß ich auch, ob ich ein bisschen mehr kochen muss oder ein bisschen weniger und kann das nochmal entsprechend anpassen. Außerdem, wenn ich die Stammwürze erreicht habe, beziehungsweise wenn die Maische jodneutral ist, kann ich auf meine letzte Rast hochgehen und dann im Endeffekt abmaischen. Das funktioniert genauso wie die letzten beiden Änderungen. Wie gesagt, einmal 72 Grad und dann nochmal hoch auf die Abmaisch-Temperatur. Und dann kann der Malzkorb raus und der Hopfen gekocht werden. So, wir haben erfolgreich auch die letzte Rast bei 75 Grad Abmaisch-Temperatur erreicht. Das bedeutet, ich kann jetzt das Heizelement ausschalten, dann den Malzkorb rausziehen und hier wie gewohnt in dem Eimer noch ein bisschen abtropfen lassen. Und dann kann ich das Heizelement währenddessen schon mal auf 100% schalten, dass die Würze beginnt zu kochen, bis wir dann sozusagen mit dem Hopfenkochen starten können und mit der ersten Hopfengabe. So, das Heizelement ist jetzt bei 100% eingeschaltet. Ich habe noch knapp 9 Liter Nachguss mit im Rezept eingeplant und die werde ich jetzt dazugeben. So, bis die Würze kocht, lasse ich es noch ein bisschen abtropfen und dann nehme ich den Malzkorb raus.
So, die ersten 20 Minuten sind um und das heißt, wir können mit unserer zweiten Hopfengabe weitermachen und das sind Tettnanger. Das Bier wird dort dann jetzt für 14 Tage bei niedriger Temperatur gären. Zum Ende wird die Temperatur nochmal angehoben und dann wird das Ganze in mein Keg abgefüllt. Es sind rund 25 Liter geworden, deswegen wird es nicht in einen Keg reinpassen. Den Rest werde ich mal wieder in Flaschen abfüllen und dann sehen wir uns hoffentlich in 14 Tagen wieder zur Verkostung meines ersten Altbiers. Auch die Messungen mit meinem neuen Refraktometer von Milwaukee haben ganz gut funktioniert. Nach der ersten Messung, die mir ein bisschen spanisch vorkam, habe ich dann natürlich nochmal kalibrieren müssen, habe das Gerät mit destilliertem Wasser auf 0 gesetzt und dann haben die Messungen natürlich auch Sinn ergeben. Das ist für viele vielleicht selbsterklärend, aber man vergisst das dann häufig. Genauso ist es übrigens mit meinem System und dem Controller. Wenn ihr den Controller auspackt, anschließt und das erste Mal braut und die Temperaturen einstellt, dann hält er die Temperaturen eigentlich schon relativ gut. Wenn ihr besonders präzise arbeiten wollt, empfehle ich euch trotzdem auch über Autotune einfach die Kalibrierung für das Brausystem für euren Sud nochmal zu machen. Dann könnt ihr auch bei den nächsten Brautagen sicher sein, dass er die Temperaturen bei einem gleichen Volumen auch entsprechend nochmal viel präziser hält, als er das von ab Werk tut. Knapp 2 Wochen später war das Bier fertig, im Keg abgefüllt und bereit für einen ersten Geschmackstest. Und ich muss sagen, ich bin wirklich zufrieden mit dem Ergebnis. Das Alt ist mit einem Restextrakt von 2,8 Brix schön trocken ausvergoren und dementsprechend erfrischend herb mit einer schönen dunklen Farbe. Schreib uns doch gerne in die Kommentare, was du beim Rezept anders machen würdest oder was du als nächstes sehen willst. Falls du mehr über unser Brausystem erfahren möchtest, besuche uns auf unserer Website und schau dir auch gerne meine anderen Videos an und abonniere den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Cheers!